Ich stelle euch heute meine Favoriten aus dem Bereich der Dividendenaktien für das Jahr 2025 vor. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich habe heute 5 Dividendenaktien dabei, die alle in einer historischen Korrektur stecken und sich deswegen jetzt für eine langfristige Investition lohnen könnten. Die Voraussetzungen für ein solches Investment habe ich jetzt hier mal zusammengefasst. Für mich klar, ganz wichtig, wir müssen einen langfristigen Aufwärtstrend vorliegen haben, damit auch eine langfristige Investition Sinn macht. Die Aktien sind in einer historischen Korrektur und bieten deswegen eben auch ein historisch gutes Chancen-Risikoverhältnis. Alle Unternehmen sind in diesem Fall jetzt hier Dividendenzahler und mich habe mich auf Mid- und Large Caps eingeschränkt. Außerdem ist mir jetzt hier dieser antizyklische Einstieg sehr wichtig. Die Märkte sind in den letzten Jahren schon wieder oder Monaten sehr stark gelaufen. Deswegen könnten jetzt hier defensivere Werte wieder anziehen an der Börse. Das erste Unternehmen, das ich da dabei habe, ist Pepsi. Die wurden meiner Meinung nach viel zu stark abgestraft in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben hier mittlerweile eine Dividendenrendite von über 3,5% und wir haben hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von über 3. Außerdem ist die Bewertung hier auch stark zurückgegangen. Wir haben hier nur noch eine PE-Ratio, also KGV, von 18,75. Also durchaus mittlerweile sehr schön zurückgekommen, die Bewertung. Sind ja in der Branche von Nahrungsmittel und Getränke mit globaler Reichweite vertreten. Marken Pepsi, Lay's, Gatorade, Tropicana und Quaker. Also man ist da sehr stark diversifiziert zwischen Getränken und Snacks, was dann auch die Einnahmen stabilisiert. Also es ist ein sehr stabiles Unternehmen mit stabilen Cashflows. Wenn wir uns hier den langfristigen Chart anschauen, sehen wir auch, dass wir hier uns in einer wirklich spannenden Situation befinden und hier eben die Kursgewinne der letzten 3 Jahre schon völlig negiert haben und jetzt eben uns auf einer sehr interessanten Zone wiederfinden. Wir haben jetzt die ganzen letzten wichtigen Unterstützungen leider nach unten gerissen und müssen jetzt hier einen neuen Boden aufbauen. Die erste Zone hierfür wäre jetzt auf jeden Fall im Bereich von 150 US-Dollar. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich Pepsi jetzt hier wieder fangen wird. Im Moment ist hier noch kein Anzeichen da für eine Bodenbildung oder eine Trendumkehr. Aber ich habe jetzt hier mal den aktuellen Kurs einfach genommen und hier hätten wir jetzt eben auch dann eine kleinere Projektion, ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,07, steht praktisch immer hier. Und im Moment ist es jetzt die aktuelle Situation. Es kann natürlich noch sein, dass wir noch ein bisschen weiter abrutschen, vielleicht in die zweite Zone hier unten. Aber wir sollten uns hier jetzt schon mal definitiv schleunigst stabilisieren. Das alles ist hier schon eher ein schlechtes Zeichen, dass wir jetzt hier diese letzte Unterstützung schon nach unten verlassen haben. Aber ich bin trotzdem weiterhin bullish für Pepsi und denke tatsächlich, dass das im Jahr 2025 auch zu einem kleinen Turnaround wieder führen könnte, dass wir da wieder deutlich höhere Kurse sehen bei Pepsi. Das halte ich eigentlich tatsächlich für gesichert. Also für mich ist dieser langfristige Aufwärtstrend natürlich nicht der allerdynamischste. Und es ist jetzt auch kein atypisches Verhalten, das Pepsi jetzt hier hat. Deswegen für mich definitiv interessant als langfristige Investition, gerade jetzt in dem kommenden Jahr. Aber schauen wir mal zur nächsten Aktie, die ich dabei habe. Ist auch ein spannender Wert aus der Halbleiterbranche, nämlich ASML. Aber bevor wir dazu kommen, wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, natürlich auch kommentieren, mit dem Video interagieren, das hilft mir wirklich extrem weiter. Also auf jeden Fall auch die Glocke anmachen, dann verpasst du keine neuen Videos mehr von mir. Vielen Dank an der Stelle. Also, ASML, sehr interessantes Unternehmen, bin ich auch absolut langfristig überzeugt davon, eben aus der Branche der Halbleiterausrüstung, also im Besonderen von Lithografiemaschinen. Sie haben Produkte wie EUV-Lithografie, unerlässlich für die Herstellung moderner Chips, ist eben diese Technologie und man ist quasi Marktführer mit einem fasten Monopol in diesem EUV-Bereich. Da ist ASML einfach wirklich sehr stark monopolistisch aufgestellt. Wir haben ja eine kleine Dividende von 0,92% und ein CRV von 3,7. Die Bewertung im Moment liegt bei 36,37 und auch hier gab es eine sehr starke Korrektur in den letzten Wochen und Monaten, aber bei ASML wurde tatsächlich auch schon ein Kaufsignal ausgelöst. Ich habe über ASML auch schon mal größer gesprochen und ich habe mir tatsächlich auch in den letzten Wochen immer wieder ASML-Aktien in mein persönliches Depot reingekauft, aber keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Aber ich denke, das zeigt schon, also ASML wird für mich
im nächsten Jahr wirklich sehr spannend sein und ich denke, dass ASML für das Jahr 2025 auch die Chance hat, den Gesamtmarkt out zu performen. Auch hier gucken wir uns mal den langfristigen Chart an bei ASML, also die langfristige Situation auf Monatsbasis. Und hier haben wir natürlich auch einen sehr schönen langfristigen Aufwärtstrend mit einer wirklich hervorragenden Dynamik. In den letzten Wochen und Monaten, also ab circa Sommer 2024, bewegen wir uns jetzt hier relativ stark nach unten und hatten hier in der Spitze eine Korrekturlänge von minus 41% erreicht, konnten uns aber jetzt wieder leicht stabilisieren. Wir haben jetzt ein Potenzial hier nach oben von über 80% auf eine relativ moderate Projektion. CAV habe ich ja gerade schon erwähnt, haben wir hier von circa 3,7. Also das Chance-Risiko-Verhältnis ist auch hier sehr stark bei ASML. Und kurzfristig wurde jetzt eben hier schon ein Kaufsignal ausgelöst, eben hier unten in den niedrigeren Zeiteinheiten mit Überschreiten dieser 680-Euro-Marke habe ich jetzt hier auch meinen ersten Positionen eröffnet bei ASML. Werde da jetzt die Situation noch weiter beobachten. Kann gut sein, dass wir nochmal runterkommen auf die Zone. Dann würde sich hier gegebenenfalls nochmal ein sehr schöner Einstieg anbieten. Hier ist auf jeden Fall der Kurs noch überhaupt nicht weggelaufen. Also da kann man getrost auch noch mal ein bisschen abwarten, wie sich der Kurs in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Aber ich erwarte mir tatsächlich echt Überrenditen für das Jahr 2025 bei ASML. Aber das wird sich zeigen. Wir müssen uns auf jeden Fall hier schon noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate stabilisieren. Aber ich gehe dann davon aus, dass ASML auch irgendwann mittelfristig wieder ein neues Allzeithoch erreichen wird. Aber jetzt gucken wir wieder zurück zu dem nächsten Unternehmen, das ich dabei habe und das ich spannend finde jetzt für das Jahr 2025 und da eben auch noch auf meiner Watchliste liegt. Und das ist Monolithic Power Systems. Also ja auch hier ein Unternehmen aus der Halbleiterindustrie und ist spezialisiert auf Leistungselektronik. Also die machen Chips für die Stromversorgung, vor allem in Automobilindustrie und Cloud-Anwendungen, also in diesen Branchen. Und die haben einen Fokus auf energieeffiziente und integrierte Lösungen. Und ja, also diese Leistungselektronik ist eben hier ihr Hauptfokus, unterscheidet sich also schon wesentlich zum Beispiel von ASML. Wir haben hier eine Dividende von 0,81% und im Moment ein 2,6er CAV, also Chance-Risiko-Verhältnis. Die aktuelle P-Ratio liegt bei 44,12 und auch hier haben wir in den letzten 5 Jahren eine wirklich starke Rendite gesehen, 247%, obwohl wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten hier auch einen starken Kursrutsch gesehen haben bei Monolithic Power Systems. Auch hier habe ich schon mal ein größeres Video dazu gemacht. Wenn dich das interessiert, gerne mal die Videos auf meinem Kanal auschecken. Sowohl über Pepsi als auch ASML, genauso wie Monolithic Power Systems, habe ich überall schon mal länger drüber geredet. Wir hatten jetzt hier in der Tiefe auch eine Korrektur von knapp 43% bei Monolithic Power Systems, also auch eine sehr, sehr starke Korrektur, die sich hier genau bis auf diese grüne Zone bewegt hat, rund ums 61,8er Fibonacci Retracement. Das ist die absolut wichtigste langfristige Unterstützung hier in diesem Chart und hier halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir hier uns stabilisieren und nochmal kurzfristig schönen Boden bauen. Wenn wir uns das anschauen, ist es tatsächlich auch schon passiert. Also mit dem Überschreiten von 613 US-Dollar wurde hier ein erstes wirklich richtig, richtig aggressives Kaufsignal ausgelöst. Für einen konservativeren Einstieg müssten wir noch einen langfristigeren Boden bauen. Aber wer hier sehr aggressiv auch vorgeht, der könnte jetzt hier akut einsteigen. Ich denke schon, dass Monolithic Power Systems auch im Jahr 2025 eine Chance hat, gut zu performen. Auf jeden Fall ist natürlich dieser Absturz hier sehr stark und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir uns jetzt hier noch ein halbes Jahr seitwärts bewegen, bevor wir wieder höhere Kurse sehen. Aber auch hier denke ich, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis sehr stark ist. Also mit 2,6er CFV ist es auf jeden Fall auch eine sehr spannende Situation. Und ich denke, auch aus technologischer Sicht ist Monolithic Power Systems hier einer der absoluten Marktführer. Und da kann man sich die Aktie getrost auf die Watchlist legen und bleibt auch bei mir ganz genau im Fokus. Bevor wir jetzt zur nächsten Aktie kommen, möchte ich hier noch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, dann kann ich dir Finanznet Zero empfehlen. Und mit dem ersten angepinnten Kommentar oder mit dem Link in der Beschreibung kannst du hier ein Konto öffnen und bekommst als Neukunde eine 25 Euro Prämie. Und es ist auch für mich indirekt eine gute Unterstützung. Ja, kommen wir zum nächsten Unternehmen
Und da ist auch eine sehr spannende Situation im Moment vorhanden. Da geht es um Danaher Corp. Man ist in der Branche Life Science und Medizintechnik unterwegs, also macht sowas wie Diagnostiksysteme, Bioprozesstechnik, Umweltlösungen und hat starke Marken wie Citiva und Beckman Coulter. Und das Geschäftsmodell ist wirklich sehr interessant. Also man hat ein Portfolio aus spezialisierten Nischenunternehmen und unterstützt durch das Danaher Business System. Also man möchte hier einfach eine Effizienzsteigerungsstrategie fahren, um diese ganzen Unternehmen unter einen Hut zu bringen, die Effizienz zu steigern und dadurch die Profitabilität zu erhöhen, und davon profitiert dann letztlich auch Danaher. Außerdem ist man Führer der Biowissenschaftsforschung und Diagnostik mit einer durchaus skalierbaren Geschäftsstrategie. Aktuell haben wir eine Dividendenrendite von 0,47% und ein 2,7er CAV. Das KGV liegt jetzt im Moment bei 30,77 und auch hier haben wir nach einem kleineren Kursanstieg wieder einen Rücksetzer gesehen, und auch hier könnte jetzt akut mal ein Einstieg oder beziehungsweise ein genauer Blick auf den Kurs durchaus lohnenswert sein. Schauen wir uns auch hier auf Monatsbasis mal den Chart an von Danaher, und da sehen wir eben auch, dass Danaher sich hier langfristig in einem sehr dynamischen Aufwärtstrend bewegt, der eben jetzt bei Corona nach einer starken Übertreibung auch wieder einiges an Federn lassen musste. Mittelfristig können wir aber hier auch feststellen, dass wir jetzt hier in einer wichtigen Zone angekommen sind, also im grünen Bereich, nachdem wir jetzt hier diesen Wochenaufwärtstrend wieder gebrochen haben, müssen wir uns jetzt also neu stabilisieren. Da wäre jetzt diese Zone, wo wir uns aktuell befinden, ja gut geeignet dafür, könnten theoretisch aber auch nochmal hier runterkommen auf 220 US-Dollar. Also da müssen wir die Stabilisierung auf jeden Fall auch noch abwarten bei Danaher, aber auch hier haben wir bis zum Monatstrend eigentlich mehr oder weniger auch ein CRV von 2,7, also da könnte sich der Einstieg auch anbieten. Wenn wir uns das auf Tagesbasis anschauen, würde sich hier der erste Einstieg oder das erste Kaufsignal beim Überschreiten von 238 US-Dollar anbieten, und da haben wir natürlich dann auch wieder sehr schönes Potenzial bis hoch aufs Allzeithoch von Danaher, und ich habe tatsächlich auch Danaher bereits im Portfolio und bin jetzt hier auch auf der Lauer, liege auf der Lauer für einen Nachkauf, weil es bei mir auch jetzt noch keine allzu große Position ist. Also wenn die Aktie hier nochmal ein Kaufsignal auslöst, irgendwo in diesem Kursbereich oder vielleicht auch nochmal ein Stückchen weiter unten, dann wäre ich auf jeden Fall gewillt, hier meine Position weiter auszubauen. Ja, und das gilt jetzt auch für das nächste Unternehmen, das ich dabei habe. Und das ist jetzt auch die letzte Aktie, die ich hier im Jahre 2025 als sehr spannend finde. Und das ist LVMH. Ja, Louis Vuitton, Moet Hennessy, Branche, Luxusgüter. Man hat Marken, klar, Louis Vuitton, Moet Chandon, Sephora, Tag Heuer. Also im Bereich Mode, Parfüm, Wein und Spirituosen, Uhren und Einzelhandel im Portfolio. Und man macht einen Direktvertrieb in eigenen Boutiquen und ergänzt durch selektive Vertriebskanäle und hat eine echt starke Markenmacht mit einer sehr guten Diversifikation eben in diesen Luxussegmenten. Aktuell Dividendenrendite von 2,06%. Wir haben hier ein 3,2er CRV, 3,2er Chancen-Risikoverhältnis. Also eine wirklich starke Dividende, die liegt auch deutlich über dem Schnitt der letzten paar Jahre, und die P/E-Ratio ist, finde ich, auch wirklich akzeptabel von 22,65. Auf Sicht der letzten 5 Jahre haben wir hier eine Kursrendite von 45%. Ja, das sollte dann natürlich auch den meisten von euch nicht entgangen sein, dass LVMH auch hier eine starke Korrektur hingelegt hat in den letzten Wochen und Monaten, und gerade deswegen ist LVMH natürlich auch jetzt im kommenden Jahr sehr interessant. Also auch hier haben wir einen langfristigen Aufwärtstrend, der natürlich auch ein bisschen zickiger war. Vor allem vor 2016 war der deutlich zickiger als in den letzten Jahren. Ich gehe aber eher davon aus, dass man diese Trendgeschwindigkeit aus 2016 wieder versuchen wird aufzunehmen. Wir sind eben jetzt hier in einer historischen Korrektur, und die Aktien sind halt gerade auch besonders spannend, wenn mal Probleme da sind, weil gerade da kann man die Unternehmen häufig sehr günstig aufsammeln. Also wir haben bei LVMH von 900 Euro runterkorrigiert bis auf im Tief 565 Euro und sind jetzt eben dabei, hier einen sehr schönen Boden zu basteln. Haben ja auch ein sehr schönes Potenzial, ein CAV von über 3, ähnlich wie bei den anderen Unternehmen. Kurzfristig ist jetzt hier auch schon ein kleineres Kaufsignal ausgelöst worden mit dem Überschreiten von 645 Euro.
aber aufgrund der vorhergegangenen Bewegung, also diesem starken Abwärtstrend, reicht mir das jetzt hier auch noch nicht, um einen Einstieg rechtfertigen. Ich bin auch schon investiert bei LVMH, tatsächlich auch schon relativ groß, also ich würde mir vielleicht hier noch ein paar einzelne Aktien mit ins Portfolio legen, wenn wir hier eine schöne Stabilisierung langfristig in diesem Bereich um 600 Euro sehen. Aber ich bin da jetzt auf jeden Fall nicht so ja, akut auf dem Gaspedal, dass ich jetzt da sofort reinspringen muss. Also für mich ist hier noch eine längerfristige ja, Stabilisierung nötig. Wir sind auf jeden Fall hier in einer wichtigen Zone und der Monatstrend würde jetzt hier erst unter 528 Euro sich verabschieden. Also ich sehe hier auch bei dieser Aktie wirklich sehr viel Potenzial, ist ja wie gesagt eben auch schon in meinem eigenen Portfolio, deswegen natürlich hier vielleicht auch ein kleiner Bias von mir, also nicht vergessen, keine Anlageberatung, ihr handelt natürlich immer auf eigenes Risiko. Ja, das waren meine 5 Aktien hier aus dem Bereich der Dividenden für das Jahr 2025. Lass mich doch mal gerne wissen, was hältst du von diesen Unternehmen? Glaubst du auch, dass gerade diese 5 Aktien sich wirklich sehr gut entwickeln könnten im Jahr 2025? Oder hältst du das für eher unwahrscheinlich? Hast vielleicht auch andere Aktien, Dividendenaktien, die sich jetzt hier für einen genaueren Blick gerade in Hinsicht auf das Jahr 2025 anbieten würde? Dann jetzt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, interagieren mit dem Video ist das Allerwichtigste für mich, hilft mir unglaublich weiter. Ich bedanke mich bei dir für die Aufmerksamkeit und wenn du dich jetzt noch interessierst, welche Aktien in den letzten Wochen und Monaten die Dividende erhöht haben, dann kann ich dir dieses letzte Video hier von mir empfehlen oder eben auch eine tiefergehende Analyse zu den Entwicklungen bei United Healthcare. Also jetzt sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!